Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um zum Architekten, zum Dirigenten deiner eigenen deutschen Sätze zu werden. In unserer letzten Folge haben wir den exklusiven Club der N-Deklination betreten. Wir haben gelernt, warum es heißt, ich sehe den Jungen, und haben damit eine wichtige Ausnahme der deutschen Grammatik gemeistert. Heute kehren wir von der Ausnahme zurück zur fundamentalen Struktur. Wir haben in früheren Folgen schon über die Grundregeln des Satzbaus gesprochen. Das Verb auf Position 2, die Satzklammer. Aber was passiert im Mittelfeld? Was passiert in dem großen Raum zwischen dem Verb am Anfang und dem zweiten Verbteil am Ende? Gibt es eine logische Reihenfolge für all die Informationen, die wir dort unterbringen wollen? Wann etwas passiert, warum es passiert, wie es passiert und wo es passiert? Die Antwort ist ein klares Ja. Und die Regel dafür hat einen Namen, der klingt wie ein Zauberspruch. TK-Molo. Hinter diesem seltsamen Wort verbirgt sich der geheime Bauplan für einen perfekten, natürlich klingenden deutschen Satz. Wir werden heute diesen Code entschlüsseln und sehen, dass TK-Molo für temporal, kausal, modal und lokal steht. Wir werden lernen, wie wir die verschiedenen Satzteile, die Zeitangaben, die Gründe, die Art und Weise und die Ortsangaben in einer harmonischen und logischen Reihenfolge anordnen. Wir werden auch sehen, was passiert, wenn Objekte und komplexe Nebensätze ins Spiel kommen und wie sich die Regeln dann anpassen. Am Ende dieser Folge wirst du nicht mehr raten müssen, wo du die einzelnen Informationen in deinen Sätzen platzierst. Du wirst das Orchester deiner Satzteile wie ein erfahrener Dirigent leiten und Sätze bauen, die nicht nur korrekt, sondern auch elegant und absolut flüssig klingen. Bist du bereit, den Taktstock zu übernehmen? Dann lasst uns das Orchester aufstellen. Das Problem. Ein Satz voller Information. Bevor wir die Lösung präsentieren, müssen wir das Problem verstehen. Stell dir vor, du willst all diese Informationen in einem einzigen Satz unterbringen. Wer? Ich. Was? Deutsch lernen. Wann? Seit letztem Jahr. Warum? Wegen meiner Arbeit. Wie? Mit einer App. Wo? Zu Hause. Ein Anfänger würde diese Informationen vielleicht aneinanderreihen, wie sie ihm gerade einfallen. Das Ergebnis könnte so klingen: Ich lerne mit einer App Deutsch zu Hause seit letztem Jahr wegen meiner Arbeit. Versteht man das? Ja, irgendwie schon. Klingt es gut? Absolut nicht. Es klingt holprig, unlogisch und sehr unnatürlich. Die deutsche Sprache liebt Ordnung und Logik, auch im Mittelfeld des Satzes. Sie hat eine bevorzugte, neutrale Reihenfolge, in der Informationen präsentiert werden, damit der Zuhörer ihnen leicht folgen kann. Und diese bevorzugte Reihenfolge ist TK-Molo. Der TK-Molo-Code entschlüsselt. TK-Molo ist ein Akronym, also ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben anderer Wörter gebildet wird. Es ist eine Eselsbrücke, die uns die neutrale Reihenfolge der adverbialen Bestimmungen im Satz verrät. Lassen Sie uns den Code Buchstabe für Buchstabe entschlüsseln. T steht für temporal. Es beantwortet die Frage, wann. Beispiele: heute, gestern, morgen, um 15 Uhr, seit einem Jahr, letzten Montag. Das ist fast immer die erste Information nach dem Verb. K steht für kausal. Es beantwortet die Frage, warum. Beispiele: wegen des Wetters, aus Liebe, vor Freude, deshalb. Die Angabe des Grundes kommt nach der Zeit. Mo steht für modal. Es beantwortet die Frage, wie oder auf welche Art und Weise. Beispiele:
Schnell, langsam, gerne, mit dem Auto, zu Fuß, mit großer Freude. Die Art und Weise kommt nach dem Grund. Lo steht für lokal. Es beantwortet die Frage wo oder wohin. Beispiele: in der Schule, nach Hause, hier, dort, auf dem Tisch. Die Ortsangabe steht fast immer am Ende der Kette, direkt vor dem zweiten Teil der Verbklammer. Die neutrale Reihenfolge lautet also wann, warum, wie, wo. Nehmen wir jetzt unseren chaotischen Satz vom Anfang und ordnen ihn nach TK Molo. Hauptsatz: Ich lerne Deutsch. T: Wann? Seit letztem Jahr. K: Warum? Wegen meiner Arbeit. Mo: Wie? Mit einer App. Lo: Wo? Zu Hause. Der perfekt geordnete, natürlich klingende Satz lautet: Ich lerne seit letztem Jahr T: wegen meiner Arbeit, K: mit einer App, Mo: zu Hause, Lo: Deutsch. Hörst du den Unterschied? Der Satz fließt logisch von einer Information zur nächsten. Natürlich benutzt man selten alle 4 Elemente in einem Satz. Aber die Reihenfolge bleibt auch bei weniger Elementen erhalten. Ich fahre morgen T mit dem Zug nach Berlin. Lo: Kausal fehlt. Die Reihenfolge TMO-Lo bleibt. Er ist gestern T schnell nach Hause gelaufen. TK-Molo ist dein Standardbauplan. Objekte betreten die Bühne. TK-Molo und die Objekte. Jetzt wird unser Orchester größer. Was passiert, wenn zusätzlich zu unseren TK-Molo-Angaben auch noch Dativ- und Akkusativobjekte ins Spiel kommen? Wo platzieren wir die? Hier gibt es ein paar wichtige Regeln, die auf dem aufbauen, was wir bereits gelernt haben. Regel 1: Objekte sind wichtiger als Adverbien. In der neutralen Wortstellung kommen die Objekte, also die Personen und Sachen, um die es geht, vor den TK-Molo-Angaben. Schauen wir uns einen Satz an. Verb: geben. Wer? Ich. Wem? Meiner Schwester. Was? Ein Buch. Wann? Heute. Wo? In der Schule. Der korrekte Satz lautet: Ich gebe meiner Schwester ein Buch heute in der Schule. Moment mal, das klingt aber komisch. Und du hast absolut recht. Warum? Weil die Zeitangabe heute so kurz ist, dass sie sich gerne nach vorne drängelt. Das führt uns zu einer wichtigen Flexibilität. Kurze Angaben, besonders temporale, stehen oft direkt nach dem Verb, noch vor den Objekten. Viel natürlicher klingt: Ich gebe heute meiner Schwester ein Buch in der Schule. Aber die allgemeine Tendenz bleibt: Die detaillierten adverbialen Bestimmungen, besonders kausal, modal und lokal, kommen nach den Objekten. Ich habe meinem Freund das Geschenk aus Dankbarkeit gerne im Park gegeben. Regel 2: Pronomen sind VIPs. Das haben wir schon gelernt. Pronomen sind kurz und wichtig und wollen nach vorne. Ein pronominales Objekt, mich, dir, er, es, ihn, kommt fast alles überholt. Es kommt direkt nach dem konjugierten Verb. Ich habe es dir gestern im Park gegeben. Hier haben wir es, Akkusativpronomen, und dir, Dativpronomen. Sie stehen ganz am Anfang des Mittelfeldes, noch vor allen TK-Molo-Angaben. Die Reihenfolge zwischen ihnen ist, wie wir gelernt haben, Akkusativ vor Dativ. Die Hierarchie lautet also grob: Verb, Pronomen, kurze Zeitangabe, Dativobjekt, Akkusativobjekt, Kausal, Modal und Lokal. Die große Ausnahme
Betonung schlägt jede Regel. TK Molo ist der Bauplan für einen neutralen Satz. Aber was ist, wenn du eine Information besonders betonen willst? Wenn du einen Scheinwerfer auf eine bestimmte Angabe richten möchtest? Hier kommt die wichtigste Regel von allen. Betonung kann die Wortstellung verändern. Die wichtigste Information in einem deutschen Satz steht oft entweder ganz am Anfang, auf Position 1, oder ganz am Ende, direkt vor dem zweiten Verbteil. Nehmen wir unseren neutralen Satz: Ich fahre morgen T mit dem Zug Mo nach Berlin Lo. Betonung auf dem Ort. Du willst betonen, dass du nach Berlin fährst und nicht nach Hamburg. Du kannst die Ortsangabe auf Position 1 ziehen. Nach Berlin fahre ich morgen mit dem Zug. Betonung auf der Art und Weise. Du willst betonen, dass du mit dem Zug fährst und nicht mit dem Auto. Du kannst die modale Angabe ans Ende rücken, damit sie mehr Gewicht bekommt. Ich fahre morgen nach Berlin, und zwar mit dem Zug. Hier mit einer kleinen Umformulierung. TK Molo ist also dein Standard, deine neutrale Basis. Aber du als Dirigent hast immer die Freiheit, ein Instrument für ein Solo nach vorne zu holen, indem du seine Position im Satz veränderst. TK Molo und Nebensätze. Die Ordnung bleibt. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick darauf, was passiert, wenn unsere Angaben keine einzelnen Wörter, sondern ganze Nebensätze sind. Oder statt der Zeitangabe heute, T, können wir einen temporalen Nebensatz haben, als ich aufgewacht bin. Oder statt der Kausalangabe wegen des Regens, K, können wir einen kausalen Nebensatz haben, weil es regnet. Die gute Nachricht ist, die TK Molo Reihenfolge gilt auch für die Nebensätze. Schau dir diesen komplexen, aber absolut logischen Satz an. Ich bin zu Hause geblieben, weil es den ganzen Tag geregnet hat, K, obwohl ich eigentlich lieber spazieren gegangen wäre, Mo. Hier eine Art modaler Kontrast. Auch wenn es kompliziert aussieht, folgt die Anordnung der Nebensätze oft der gleichen Logik wie die der einfachen Adverbien. Das ist ein sehr fortgeschrittenes Konzept, aber es zeigt, wie fundamental die TK Molo Ordnung für das deutsche Sprachgefühl ist. Und damit haben wir das Orchester in eine harmonische Ordnung gebracht. TK Molo ist kein starrer Käfig, sondern ein eleganter Bauplan, der deinen Sätzen eine natürliche und logische Struktur verleiht. Es ist der unsichtbare Rhythmus, dem Muttersprachler unbewusst folgen. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. 1. TK Molo ist die neutrale Reihenfolge der adverbialen Bestimmungen im Satz. Temporal, wann, kausal, warum, modal, wie, lokal, wo. 2. Objekte kommen in der Regel vor den TK Molo Angaben, wobei kurze Zeitangaben sich gerne nach vorne schieben. 3. Pronomen sind VIPs und stehen fast immer direkt nach dem konjugierten Verb. 4. Betonung ist König. Du kannst von TK Molo abweichen, um eine bestimmte Information hervorzuheben, indem du sie an das Anfang oder ans Ende des Mittelfeldes stellst. Mein Tipp der Woche ist das Satzpuzzle. Nimm dir einen längeren, komplexeren Satz aus einem Nachrichtenartikel oder einem Buch. Schreibe die einzelnen Satzteile, Subjekt, Verb, Objekte, alle TK Molo Angaben auf kleine Zettel. Mische sie und versuche dann, sie nach den TK Molo Regeln wieder zu einem logischen und korrekten Satz zusammenzusetzen. Dieses aktive Puzzeln ist das beste Training, um das abstrakte Regeln in ein intuitives Gefühl für die richtige Wortstellung zu verwandeln. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge geholfen hat, deine Sätze klarer und natürlicher zu strukturieren, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge widmen wir uns einem sehr formellen und wichtigen Thema, das du vor allem in der Schriftsprache, in Nachrichten oder in offiziellen Berichten finden wirst. Es geht um den Konjunktiv 1, die Grammatik des indirekten Diskurses.
Wir werden lernen, wie man die Aussagen anderer Personen wiedergibt, wie in dem berühmten Satz: Der Politiker sagte, er sei unschuldig. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht.